Dankeschön an Ubisoft für die Unterstützung dieses Videos und das Bereitstellen des Spiels. Mein Name ist Walle und ich zeige euch heute, wie euch in Anno 117 der perfekte Start in Latium gelingt. Nach diesem Video hier seid ihr auf jeden Fall in der Lage, eine gut laufende erste Siedlung zu errichten und die 3. Bevölkerungsstufe zu erreichen. Egal, ob ihr blutiger Anfänger seid oder schon Anno-Erfahrung habt, hier sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Nutzt aber gerne auch die Kapitelfunktion von YouTube, wenn euch nur bestimmte Punkte interessieren. Bevor man ins Endlosspiel startet, muss man natürlich erst die richtige Schwierigkeit und NPC-Mitspieler auswählen. Falls ihr dabei noch irgendwelche Tipps oder Hilfe benötigt, kann ich euch mein umfangreiches Video zu dem Thema wirklich wärmstens empfehlen. Wir nehmen heute die Standard-Settings für erfahrene Spieler, mit der einzigen Anpassung, dass wir nicht mit einer Insel, sondern nur mit einem Schiff starten. Jetzt gilt es, keine Zeit zu vergeuden und sich schnell eine der 4 großen Startinseln zu sichern, denn unsere NPC-Mitspieler versuchen natürlich dasselbe. Eure erste Insel sollte ausreichend groß sein, Fluss- und Bergbauplätze mitbringen und idealerweise noch 1, 2 nützliche Fruchtbarkeiten und Vorkommen. Gut sind da anfangs zum Beispiel Makrelen, Lavendel, Trauben und was auch ganz nützlich sein kann, sind Eisen und Marmor. Aber macht euch da ehrlich gesagt keinen allzu großen Kopf drum, denn durch das neue Bedürfnissystem in Anno 117 könnt ihr in der Regel problemlos vorankommen, selbst wenn eure Startinsel nicht perfekt ist. Das sieht doch schon mal nach ausreichend Bauplatz aus auf jeden Fall. Wir haben Flussbauplätze, Bergbauplätze und sogar Makrelen, Trauben und Eisen. Ich würde sagen, die ist für unsere heutigen Zwecke hier bestens geeignet. Für eure erste Siedlung solltet ihr ausreichend Platz einkalkulieren und, wenn es sich vermeiden lässt, ohne dafür einen Fluss zu überqueren. Wer von Anfang an zukunftssicher planen will, achtet außerdem darauf, dass irgendwo in der Nähe ein Bergbauplatz zur Verfügung steht, an dem später ein Aquädukt angeschlossen werden kann. Diese schöne offene Fläche hier ist bestens geeignet. Wir ziehen also eine schöne lange Straße bis da oben und platzieren unsere ersten paar Wohnhäuser. Für dieses Video hier heute, damit es schon übersichtlich bleibt, baue ich dafür mal wieder im klassischen 6er-Format. Wie ihr eure Stadt gestaltet, ist natürlich euch überlassen. Manche schwören auf 12er Häuserblöcke Reihe an Reihe, um Platz zu sparen. Ich baue aber zum Beispiel auch ganz gerne mal frei und chaotisch, wie hier bei unserer ersten Siedlung im Endlosspielprojekt. Das ist platztechnisch vielleicht weniger effizient, sieht dafür aber wunderschön aus. Probiert da einfach mal verschiedene Stile aus und ihr werdet relativ schnell merken, was euch persönlich besser gefällt. Aktuell stehen die Wohnhäuser allerdings noch leer. Unsere erste Bevölkerungsstufe hat nämlich 3 Bedürfniskategorien, um die wir uns als Statthalter kümmern müssen. Unseren Liberti ist es dabei grundsätzlich erstmal egal, ob wir ihr Bedürfnis nach Nahrung mit Sardinen oder mit Haferbrei erfüllen. Ich persönlich finde anfangs aber die Sardinen deutlich attraktiver, weil sie einfacher und günstiger zu bauen sind und uns zusätzlich noch Einnahmen generieren. Bis das in Gang kommt, nehmen wir aber schon mal unser Schiffchen und fangen an, die Karte zu erkunden. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr Shift gedrückt haltet und dann mit der rechten Maustaste auf eurer Minimap einige Punkte vorgebt, die euer Schiff dann nach und nach automatisch abfährt. Mit unserem restlichen Holz bauen wir jetzt einfach noch mal ein paar weitere Wohnhäuser, denn erfreulicherweise meldet sich in Latium kurz nach unserem Start immer ein Libertus. Was machen wir jetzt? Der uns für lächerliche 400 Münzen 20 weitere Tonnen Bretter liefert. Sehr, sehr praktisch, denn dadurch müssen wir anfangs in Latium nicht selber Holz produzieren. Das werden dir deine Freigelassenen nicht vergessen. Die Sardinenproduktion ist angelaufen, die ersten Liberti sind eingezogen und wir schalten die 2. Bedürfniskategorie der öffentlichen Gebäude frei. Wie schon bei der Nahrung haben wir auch da wieder die Wahl zwischen Markt und Taverne. Ich würde aber anfangs immer zum Markt raten für mehr Einnahmen. Damit wird es Zeit, die eigene Bretterproduktion anzuwerfen. Um mir ein weiteres Lager auszusparen, nutze ich dafür anfangs die Bäume direkt am Hafengebäude und 2 bis 3 Holzfäller und Sägewerke sollten fürs Erste genügen. Um generell die Produktionsverhältnisse in Anno 117 zu verstehen, schaut ihr einfach auf die Verarbeitungszeiten der einzelnen Betriebe. Unser Holzfäller fällt alle 30 Sekunden einen Baum und das Sägewerk braucht genauso lange für eine Tonne Bretter. In dem Fall ist das Produktionsverhältnis also 1:1. Nachdem wir ein paar weitere Häuschen gebaut haben, können wir uns um Kleidung kümmern, das 3. und vorerst letzte Bedürfnis unserer Liberti. In dieser Bedürfniskategorie für Mode bieten sich im Laufe des Spiels immer wieder richtig gute Möglichkeiten, um Einnahmen zu generieren. Und da Geld anfangs immer knapp ist, würde ich hier sogar empfehlen, direkt beides zu bauen. Hanf für die Tuniken benötigt keine Fruchtbarkeit und kann auf jeder Insel angebaut werden. Dann noch schnell ein paar Schafe daneben für die Filzhüte. Ich baue die immer gern so quadratisch und schon werden die Rohwaren für beide Ketten produziert. Sowohl der Tunikenspinner als auch der Hutmacher generieren für jedes Gebäude in ihrem Umkreis zusätzliche Einnahmen. Auch wenn man das aus bisherigen Anno-Teilen also vielleicht anders kennt, solltet ihr die zumindest anfangs in eure Stadt eingliedern, um diesen Effekt optimal auszunutzen.
Dank der Kleidungsproduktion dreht unsere Bilanz auch endlich ins Positive. Geld bleibt anfangs trotzdem knapp, selbst auf leichteren Einstellungen. Eine sehr gute Möglichkeit, die Stadtkasse aufzubessern, sind da Aufträge bei anderen NPCs und Händlern. An deren Leuchttürmen findet ihr eine Auswahl verschiedener Questtypen. Kisten sammeln geht eigentlich immer. Bei Lieferaufträgen solltet ihr vorher prüfen, ob ihr die gewünschte Ware überhaupt beschaffen könnt. Und Zerstörungsaufträge würde ich nur annehmen, wenn ihr bereits eine kleine Flotte habt. Die feindlichen Schiffe sind nämlich in der Regel bewaffnet. Diana scheint Bedarf nach Brettern zu haben, die können wir ihr gerne liefern. Und Tarragon möchte dann noch 5 Tonnen Waffen haben. Auch die haben wir standardmäßig auf Lager von Anfang an. Warum also nicht? Einmal schnell aufs Schiff geladen und dann kann die Reise losgehen, zurück zum ersten Leuchtturm. Unsere Stadt ist jetzt schon ein wenig gewachsen und wir vergrößern sie auch noch ein wenig. Aber dadurch steigt natürlich auch die Nachfrage nach Sardinen und Kleidung. Wie viel ihr für eure Stadt genau produzieren müsst, kann ich euch übrigens nicht sagen, weil das hängt sehr von den gewählten Settings ab. Aber dafür gibt es Gott sei Dank die Statistik. Ein kleiner Klick hier oben auf euer Profilbild bringt euch direkt in die Produktionsübersicht und da gehen wir dann hier auf Bedürfnisse und sortieren nach Verbrauch. Der grüne obere Balken ist eure aktuelle Produktion und der weiße darunter die Nachfrage auf eurer Insel. Da sehen wir also sofort, wir müssen ein bisschen mehr produzieren. Grundsätzlich könnt ihr euch merken, wenn der weiße Balken größer oder nah dran ist, dann einfach ein bisschen mehr Produktion bauen. Ich baue also direkt mal hier eine weitere Sardinenhütte und auch die Tuniken verdoppeln wir einfach nochmal eben. Eine weitere Hanfplantage. Es lohnt sich in dem Fall jetzt aber tatsächlich nicht, den zweiten Tunikenspinner auch hier in die Stadt zu bauen, denn pro Gebäude wird der Effekt nur einmal gewährt. Den zweiten setze ich also jetzt einfach hier unten in die Nähe von meinem Hafengebäude. Da habe ich zumindest ein paar Gebäude, die im Einflussbereich sind. Und dann kann er sich sein Hanf hier direkt bei der Plantage abholen. Bei den Filzhüten sehen wir übrigens, dass die Schafe alle 30 Sekunden produzieren und der Hutmacher aber nur einmal die Minute. Das heißt, wir können da problemlos einen zweiten bauen, ohne mehr Schafe zu benötigen. Schon ist die Produktion verdoppelt. Das sieht doch jetzt schon deutlich angenehmer aus. Und unsere Liberti sind tatsächlich auch bestens versorgt und bereit, zur zweiten Bevölkerungsstufe aufzusteigen. Alle Hoffnungen ruhen auf dieser Säule der Zivilisation. Mit den Plebejern gibt es eine ganze Reihe neuer Bedürfnisse in den bisherigen 3 Kategorien und zusätzlich ist noch eine 4. neue, die Haushaltswaren, hinzugefügt worden. Die öffentlichen Gebäude und Produktionsketten der zweiten Bevölkerungsstufe brauchen jetzt allerdings neben Brettern zum Bau auch Dachziegel. Ich persönlich würde empfehlen, die Produktion davon aber erstmal noch ein bisschen aufzuschieben, denn erfreulicherweise verkauft uns Diana hier in Latium Dachziegel. Und wie es der Zufall will, stehe ich sowieso gerade an ihrem Hafen, um ihre Bretter abzuliefern. Du bist so selbstlos. Ich danke dir. Damit haben wir jetzt ein bisschen Geld verdient und das wird direkt wieder reinvestiert bei Diana in ein paar Dachziegel. 20 Stück gibt es zum Beispiel hier für 600 Münzen, also das kann man sich anfangs wirklich leisten. Und wir können dadurch aber die Produktion der Dachziegel fürs Erste ein bisschen aufschieben, was Geld und Arbeitskräfte spart. Die Zeit fliegt und wir mit ihr. Apropos Arbeitskraft einsparen, die ist bei uns tatsächlich aktuell relativ gering. Das heißt, zum einen können wir noch mal ein paar weitere Häuser natürlich bauen, aber es ist jetzt auch ein sehr, sehr guter Zeitpunkt tatsächlich, um sich mal dann doch dem Haferbrei zu widmen. Der bringt nämlich einfach nur mehr Bevölkerung und damit Arbeitskraft. Lohnt sich also anfangs noch nicht so richtig, aber jetzt ist auf jeden Fall ein ganz guter Moment und wir können es gebrauchen. Hafer ist übrigens genau wie Hanf auch wieder so ein Ding, das überall wächst. Dafür braucht ihr keine Fruchtbarkeit. On top können wir jetzt außerdem auch noch die Taverne bauen, die ich auch anfangs weggelassen habe, denn auch die bringt uns nochmal mehr Bevölkerung und damit Arbeitskräfte. Mein Hafengebäude meldet inzwischen, dass es zu viele Transporter hat. Es sind also zu viele Produktionsgebäude, die hier beliefert und abgeholt werden müssen. Deswegen baue ich jetzt hier oben einfach nochmal ein weiteres Lagerhaus, um das ganze System hier ein wenig zu entlasten. Durch die Versorgung mit Haferbrei und einer Taverne ziehen jetzt neue Einwohner ein. Unser Stadtstatus ist auch gerade passend dazu noch ein bisschen angestiegen und ich kann also jetzt weitere Wohnhäuser aufsteigen lassen, ohne dass meine Liberty-Arbeitskraft ins Minus geht. Dabei solltet ihr immer ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht zu viele Häuser gleichzeitig aufsteigen lasst, weil sonst kann eben genau das passieren. Ich kann es mal eben demonstrieren. Zack, habe ich ein Minus bei der Liberty-Arbeitskraft. Das wollen wir natürlich verhindern. Wenn es euch aber doch mal aus Versehen passiert, könnt ihr einfach Alt gedrückt halten, die Alt-Taste, und dann mit der Upgrade-Funktion über eure Häuser rübergehen und sie wieder absteigen lassen. Und dann kriegt ihr halt die Arbeitskraft natürlich auch wieder zurück. Eine gute Mischung ist da einfach wichtig, denn letzten Endes brauchen wir natürlich beide Arbeitskräfte. Ein weiterer kleiner Tipp: Damit ihr nicht immer in die Statistik schauen müsst, würde ich empfehlen, wichtige Konsumgüter wie zum Beispiel Sardinen und Haferbrei, Tuniken und Filzhüte euch hier unten in diese modulare Leiste zu ziehen.
Zum einen seht ihr dann immer sofort auf einen Blick, wie viel Lagerbestand ihr aktuell auf eurer Insel noch habt. Und praktischerweise könnt ihr dann aus diesem Menü heraus direkt auch weitere Einheiten dieser Produktionskette bauen. Also zum Beispiel hier eine weitere Sardinenhütte oder bei den Tuniken können wir jetzt auch nochmal ein bisschen aufstocken und bauen vielleicht auch da nochmal die nächste Plantage und den nächsten Tunikenspinner. Und dasselbe machen wir auch bei den Schafen und den Filzhüten. Finde ich persönlich sehr, sehr praktisch. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber diese Leiste hier unten ist wirklich mein absoluter Freund und ich benutze sie eigentlich in Anno 117 immer. Unsere Produktion sollte damit jedenfalls fürs Erste sichergestellt sein und wir können die Stadt nochmal um ein paar weitere Häuschen ausbauen. Inzwischen ist auch meine Lieferung mit Dachziegeln von Diana angekommen. Die nehmen wir einfach und ziehen die auf unser Hafengebäude und können die jetzt wunderbar benutzen, um unseren Plebejern hier eine vernünftige Nahrungsquelle anzubieten. Die wollen zwar auch weiterhin Sardinen und Haferbrei haben, wünschen sich jetzt aber auch Brot und Garum. Bisher war es ja so, dass wir alles ohne Fruchtbarkeiten und Vorkommen produzieren konnten. Beim Garum ist es jetzt tatsächlich so, dass ihr das nur produzieren könnt, wenn eure Insel ein Vorkommen für Makrelenschwärme hat. Wenn ihr das habt, dann würde ich euch tatsächlich auch empfehlen, Garum zu produzieren, weil es mehr Einnahmen bringt und keine Holzkohle benötigt. Aber für das heutige Video nehmen wir einfach die Brotkette, weil die kann wirklich jeder bauen und dann kann auch jeder hier diesem Video folgen. Und damit kommen mit der Produktionskette Brot dann auch zwei neue Mechaniken ins Spiel, nämlich zum einen die Flussbauplätze, die wir benötigen für die Mühle. Und da setze ich mir jetzt auch mal hier ein Lagerhaus daneben. Das können wir eigentlich auch schon direkt fertig bauen, nicht im Blaupausenmodus. Und dann die zwei Getreideplantagen. Die brauchen relativ viele Felder, da solltet ihr also vielleicht ein bisschen außerhalb gehen, wo genug Platz ist. Taste C oder hier unten einmal rüberziehen, dann könnt ihr das Ganze direkt nochmal bauen. Haben wir 2 Stück und das wird dann verarbeitet hier in der Kornmühle. Auch die braucht Ziegel, deswegen haben wir Ziegel eingekauft. Und dann können wir 2 Bäckereien bauen, aber die Bäckerei braucht für ihren Ofen Holzkohle. Das heißt, wir benötigen jetzt einen Köhler. Dabei dürft ihr allerdings nicht auf die Verarbeitungszeit achten, denn die Kohle funktioniert noch mal ein bisschen anders, da kommen wir gleich noch zu. Bei der Köhlerei müsst ihr aber auf jeden Fall beachten, dass die in einem sehr großen Radius die Brandgefahr und das Seuchenrisiko erhöht und die sollte deswegen möglichst weit außerhalb von eurer Siedlung gebaut werden. Wichtig ist allerdings, dass auch der Köhler, genau wie der Holzfäller, ausreichend Bäume um sein Gebäude benötigt, um richtig arbeiten zu können. Die Bäckerei ist tatsächlich dann ein zweischneidiges Schwert. Dadurch, dass sie gleich 2 Einnahmen pro Gebäude generiert, wollen wir sie natürlich eigentlich mitten in die Innenstadt setzen. Gleichzeitig versauen wir uns damit aber auch unsere Brandsicherheit massiv. Ihr müsst also ein bisschen abwägen, braucht ihr das Geld gerade? Dann kann die Bäckerei auf jeden Fall helfen. Wenn ihr hingegen finanziell gut dasteht, solltet ihr sie vielleicht lieber außerhalb platzieren. Alternativ könnt ihr das gesteigerte Brandrisiko aber auch dadurch ein bisschen abfedern, dass ihr gleichzeitig eine Feuerwache baut. Unsere Stadt wächst weiter, wir schalten die nächsten Bedürfnisse und Produktionen frei und einfach nur durch den Stadtstatus haben wir inzwischen auch eine ansehnliche Menge an Glauben generiert. Dadurch können wir jetzt tatsächlich hier links bei Religion unsere erste Schutzgottheit auswählen. Anfangs bietet sich da vor allem Ceres an, sie wird eigentlich immer die erste Wahl sein. Zum einen bringt sie uns mehr Bevölkerung und damit mehr Arbeitskraft und zum anderen verbessert sie nebenbei auch noch die Produktionsketten für Brot, die wir gerade gebaut haben, und Haferbrei. Je großzügiger die Hingabe zu Ceres, desto großzügiger werden die Ernten ausfallen. Ich denke, wir haben inzwischen ausreichend Einnahmen und Arbeitskraft, um eigene Dachziegel herzustellen. Die Lehmgrube braucht einen weiteren Flussbauplatz und die Ziegeleien arbeiten ebenfalls mit Holzkohle. Die sind echte Brandbeschleuniger und sollten möglichst außerhalb stehen. Und zur Sicherheit plant ihr am besten direkt noch eine Feuerwache dazu. Glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung. Praktischerweise reicht ein Köhler genau für 2 Bäckereien und 2 Ziegeleien. Die verbrennen nämlich jeweils alle 2 Minuten eine Tonne Kohle, die unser Köhler alle 30 Sekunden liefert. Die großen Startinseln, wie unsere hier, haben in der Regel eigentlich keine Oliven und keine Harzfruchtbarkeit. Mindestens eines davon benötigen wir aber, um die 3. Bevölkerungsstufe zu erreichen. Es ist also Zeit, dann jetzt mal unser Schiff zu nehmen und mal so einen Blick auf die umliegenden Inseln zu werfen, ob da eine bei ist, die uns anlachen könnte als zweite Insel. Das gefällt mir alles noch nicht so, aber die hier sieht wirklich perfekt aus. Die ist mittelgroß und bietet neben Harz und Oliven, was wir brauchen, sogar noch Lavendel, der mir auf meiner Hauptinsel auch fehlt. Ich schnapp mir also mal mein Schiffchen mit ein bisschen Baumaterialien und segel hier an die Küste, um mir diese Insel unter den Nagel zu reißen, bevor es irgendeine andere KI macht. Wenn ihr an dem Punkt noch nicht ausreichend Geld habt, um euch die zweite Insel leisten zu können, dann könnt ihr zum einen schauen, ob es vielleicht eine etwas kleinere gibt. Die sind teilweise günstiger. Also wenn jetzt die hier auch Harz und Oliven hätte, die würde wahrscheinlich weniger kosten. Und ganz wichtig, Aufträge erledigen, Aufträge erledigen, Aufträge erledigen.
Den schwierigen zweiten Schritt gemeistert. Und das mit Bravour. Fürs Erste brauchen wir die Insel noch gar nicht, aber sie hat halt sehr gute Fruchtbarkeiten, liegt in der Nähe meiner Hauptinsel und deswegen wollte ich mir die schon mal sichern, bevor die KI die irgendwie uns wegschnappt. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal um das nächste öffentliche Gebäude unserer Plebejer. Heiligtum und Grammaticus haben beide ihre Vorteile. Allerdings ermöglicht euch der Bau des Grammaticus zu forschen und weitere Gottheiten schaltet ihr ohnehin erst über den Forschungsbaum frei. Wenn ihr, so wie ich, Saranito als NPC in eurer Partie dabei habt, erhaltet ihr außerdem beim Bau des Grammaticus noch ein kleines Geldgeschenk. Damit ist die Schule dann schon mal finanziert. Ich habe mich bemüht, etwas Schönes für dich zu finden. Forschung ist wirklich ein ganz wichtiger neuer Faktor an Anno 117 und schaltet euch mit der Zeit starke Verbesserungen, neue Gebäude, Schiffe, Militäreinheiten, Gottheiten und vieles mehr frei. Und ja, der Anblick mag anfangs etwas erschlagen, das meiste könnt ihr aber zunächst getrost ignorieren. Ich würde immer die Nähkreise als erstes erforschen, denn damit generieren eure Tunikenspinner nebenbei noch zusätzliches Wissen und man nimmt auch schon mal den Kontoausbau mit. Mit den attraktiven Märkten hier oben vergrößert ihr die Reichweite eures Marktplatzes und die Quartiermeisterei verbessert euer Flaggschiff. Am besten legt ihr dann noch einige weitere Dinge in eure Warteschlange, die euch ansprechen, dann könnt ihr nämlich die Forschung erstmal nebenbei laufen lassen und euch komplett aufs Bauen konzentrieren. In unserer Modekategorie sind jetzt auch noch Sandalen und Seife freigeschaltet worden. Seife bringt euch vor allem Gesundheit. Brauchen wir anfangs eigentlich nicht unbedingt, ist auch aktuell bei uns in der Stadt gar kein Problem. Aber wenn ihr unbedingt Seife produzieren wollt, dann müsst ihr nur dabei bedenken, dass ihr Lavendel benötigt als Fruchtbarkeit, die wir jetzt hier nicht haben. Alternativ könnt ihr Lavendel aber auch tatsächlich bei Diana einkaufen. Ich persönlich finde aber die Sandalen sowieso deutlich attraktiver, weil die eine ganze Menge Einnahmen mit sich bringen. Ein Schweinehof und einmal Salzgarten reicht theoretisch für 2 Gerbereien und damit dann für 4 Sandalenmacher. Das wäre anfangs aber sehr überdimensioniert. Deswegen würde ich dazu raten, eine Gerberei erstmal zu bauen und 2 Sandalenmacher und dann könnt ihr das Ganze problemlos später nochmal verdoppeln. Ich habe die Zeit genutzt, während die Sandalenproduktion anlief und habe die Stadt noch mal ein bisschen vergrößert, sodass sie jetzt schon, ja, solide Größe hat. Und wenn ihr es euch an dem Punkt finanziell erlauben könnt, dann wäre jetzt auch kein schlechter Zeitpunkt, zum einen mal das zweite öffentliche Gebäude zu bauen, also in dem Fall dann das Heiligtum bei uns. Das muss nicht unbedingt sein, bringt uns aber noch mal eine ganze Menge Glaubenspunkte und ein bisschen Zufriedenheit. Und ebenfalls in Erwägung ziehen solltet ihr, ob ihr nicht vielleicht eine Villa des Statthalters mal bauen möchtet. Die bringt an sich jetzt nur ein bisschen Ansehen, kann aber später genutzt werden, um sehr starke Items zu sockeln und kostet auch nur 1000 Münzen, also so teuer ist sie nicht. Außerdem hat das Ganze einen ganz netten Nebeneffekt, denn der Bau der Villa löst wenig später ein Ereignis aus, bei dem ihr garantiert ein solides, episches Spezialisten-Item kriegt. Bei diesem Event habt ihr die Wahl zwischen 2 epischen Spezialistenbrüdern. Der eine bringt euch mehr Arbeitskraft und der andere mehr Einnahmen. Ich finde, die sind beide eine durchaus valide Wahl. Müsst ihr also wissen, was ihr gerade besser gebrauchen könnt. Hängt auch ein bisschen von den eigenen Settings ab. Ich nehme jetzt in unserem Fall tatsächlich mal den Kollegen für mehr Einnahmen. Sehr gut, Ere. Mit einem Klick. Sockeln. Mein Geschäft ist dein Geschäft, Bulla. Und ab jetzt bringt mir mein Marktplatz nochmal 1,5 Münzen mehr als vorher. Solltet ihr inzwischen, so wie ich, den Ausbau des Kontors freigeschaltet haben in der Forschung, dann wäre auch jetzt ein ganz guter Moment, das Ganze mal zu machen. Das kostet ein bisschen Baumaterialien, aber verdoppelt auch euren inselweiten Lagerplatz von 75 auf 150. Wir können noch mal ein bisschen aufsteigen lassen. Und unsere Plebejer hier, die sehen tatsächlich jetzt auch schon sehr zufrieden aus. Das Einzige, was noch fehlt, sind die Haushaltswaren. Wenn ihr wirklich einfach nur schnell und easy aufsteigen wollt, dann schippert ihr einfach kurz mit eurem Schiffchen zu Valeria und kauft euch eine dicke Ladung Amphoren. 55 Tonnen reichen erstmal für eine ganze Weile und ihr könnt aufsteigen zur nächsten Bevölkerungsstufe, müsst dann allerdings auch weiterhin Amphoren einkaufen. Wir widmen uns also stattdessen endlich unserer zweiten Insel, die wir ja schon vor einer Weile gekauft haben, nehmen unser Schiffchen, packen da noch mal ein bisschen Baumaterialien drauf und schippern los. Um Olivenöl und Harz zu produzieren, benötigen wir Arbeitskräfte der ersten und zweiten Bevölkerungsstufe. Aber wie der Stadtaufbau funktioniert, habt ihr ja inzwischen verstanden. Da wir hier auf der Insel aber vor allem Arbeitskräfte brauchen, würde ich empfehlen, von Anfang an eine Taverne zu bauen und die Bevölkerung mit Haferbrei zu versorgen. Sobald ihr auch hier auf der Insel die zweite Stufe erreicht habt, so wie wir jetzt, kann die Produktion losgehen. Die Harzzapfer arbeiten auch wieder nur mit ausreichend Wald in ihrem Umkreis, aber keine Sorge, für Holzfäller, Köhler und Harzzapfer habt ihr später im Forschungsbaum die Option, dass die sich ihre Bäume selber pflanzen können und ihr sie dann überall hinbauen könnt.
Fürs erste kleine Städtchen sollten 2 Harzzapfer ausreichen und um damit dann Amphoren herzustellen, benötigen wir außerdem Lehm, also Flussbauplätze. Unsere Insel hier hat zwar tatsächlich welche, aber die meisten dieser kleineren Olivenharzinseln kommen ohne Flussbauplätze daher. Deswegen werden wir die Amphoren hier fürs Video heute auf unserer Hauptinsel produzieren. Olivenöl hingegen ist völlig unkompliziert. Alles, was es braucht, sind einige Olivenplantagen und Ölpressen. Das Verhältnis von 4:3 ist für den Anfang allerdings etwas überdimensioniert. 3 Plantagen und 2 Pressen sollten fürs erste genügen, auch wenn das nicht hundertprozentig aufgeht, aber dann könnt ihr später problemlos aufstocken. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Handelsroute, um diese produzierten Waren auf unsere Hauptinsel zu bringen. Dafür klickt ihr hier links auf dieses kleine Symbol mit dem Schiff und den 2 Pfeilen, klickt einmal auf Neue Handelsrouten, wählt hier oben euer Schiff aus und dann klickt ihr einfach noch auf eure Produktionsinsel und eure Hauptinsel. Bei der Produktionsinsel wollen wir dann einladen, einmal das fertige Olivenöl und einmal als Rohware Harz. Und das Ganze müssen wir dann nur noch auf der Hauptinsel entladen. Route einrichten und schon ist eure erste Handelsroute eingerichtet und das Schiff fährt sofort los und bringt die ersten Waren von unserer zweiten Insel zu unserer Hauptinsel. Meiner lokalen Bevölkerung hier auf der Produktionsinsel verbiete ich dann übrigens den Konsum des Olivenöls. Die sollen das Zeug ja nicht selber wegschlürfen, die sollen es nur produzieren für unsere Hauptstadt. Unser Harz müssen wir dann zu Hause natürlich noch weiterverarbeiten. Dafür braucht es zusätzlichen Lehm. Und die Töpfer für die Amphoren bringen dank ihrer Öfen auch wieder eine ganze Menge Brandgefahr mit sich. Ich setze die hier außerhalb zu meinen Ziegeleien, da ist immerhin eine Feuerwehr in Reichweite. Apropos Öfen, unser einzelner Köhler kann die gestiegene Nachfrage nicht mehr alleine stemmen und es wird Zeit für einen zweiten. Einen letzten Tipp habe ich noch für euch. Eure erspielten Ruhmpunkte könnt ihr in der Ruhmeshalle für eine Vielzahl an Belohnungen eintauschen. Neben Spielerfarben, Deko und Co. gibt es da unter anderem Baumaterialienpakete, starke, legendäre Spezialisten für eure Villa und Schiffe und Forschungsknoten, die euch wirklich im Spiel weiterbringen. Ignoriert das nicht, es lohnt sich da mal reinzuschauen. Unsere Plebejer sind auf jeden Fall jetzt glücklich und zufrieden und bereit, zu Equites aufzusteigen. Hoch zu Ross. Ihr solltet damit jetzt eine solide erste Stadt stehen haben, die gut versorgt ist, die euch eine gute Bilanz und Einnahmen bringt. Ihr habt die Forschung freigeschaltet, die läuft, und eine Schutzgottheit und sogar eine Villa gebaut mit ersten Items, die man kennengelernt hat. Und damit solltet ihr eigentlich ein gutes Grundverständnis für die grundlegenden Mechaniken von Anno 117 haben. Mit den Equites, die ihr jetzt erreicht habt, geht das Spiel erst so richtig los. Ihr könnt jetzt nach Albion reisen, der Kaiser fängt an, euch mit gierigen Anfragen zu nerven und es kommen Theater und Aquädukte dazu. Ich hoffe sehr, ich konnte euch heute den Einstieg ins Spiel ein bisschen näher bringen und bin mir sicher, den Rest schafft ihr jetzt auch alleine. Spielt einfach mit offenen Augen, schaut genau hin, nehmt euch Zeit, probiert auch mal ein bisschen aus. Anno 117 ist wirklich ein wunderbares Spiel mit unfassbar vielen Möglichkeiten und Dingen zum Entdecken. Genießt es und baut so, wie es euch gefällt. Auf meinem Kanal findet ihr zahlreiche weitere Videos mit Tipps rund um Anno 117 sowie einen ausführlichen Einsteigerguide wie diesen hier für die zweite Provinz Albion. Das ist natürlich auch interessant, wenn ihr in Latium gestartet seid, weil es dann ja jetzt in Albion weitergeht. Wenn euch dieses Video hier geholfen hat, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Ansonsten viel Erfolg und Spaß mit eurer eigenen Stadt. Ihr macht das schon und ich bin raus. Euer Walle.